Willkommen zurück zu einem kleinen Update-Video. Wir reden heute über AMC, Jimmy Beyond, Cloth, Virgin Galactic Cosmos, Spy, IDW, Nasdaq. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. So, wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Erklärvideo dazu hänge ich wieder ans Ende des Videos, wie es funktioniert, was die Regeln sind und so weiter. Gut, na dann springen wir gleich rein in AMC. Okay, und wie wir das heutige Video anlegen. Ja? Wir fangen wieder an mit AMC, GameStop. Gibt es ein paar interessante Sachen zu sagen. Danach zeige ich euch noch meinen alten Dilution Chart, weil heute das Offering fertig war. Und dann schauen wir uns noch, bevor wir zu den anderen Aktien gehen, IWM vor allem an, aber auch Spy und Nasdaq. Es war ein verrückter Tag. Gut, wie immer, für die ganze Geschichte, ja, also für ob es ein Ein-Part-Squeeze, Zwei-Part-Squeeze sein könnte, was meine Preistargets sind und wie das ganze Fractal an sich ausschaut, verlinke ich euch wieder das große Roadmap-Video ans Ende. Heute schauen wir uns nur an, was wir heute gemacht haben. Also zoomen wir mal rein. Okay, und wir haben unsere Nono-Linie heute gebrochen. Und ich rede hier nicht von der bearischen Nono-Linie. Wir haben heute unsere Nono-Linie nach oben gebrochen. Das ist bullish. Man kann nichts dagegen sagen. Das Einzige, was noch wirklich dahinter hinkt, ist GameStop. Dazu kommen wir aber noch. Wie geht es jetzt weiter? Die Sache ist, wir kommen jetzt langsam in die Range, wo ich mir Gaps erwarte. Ja? Und um das ganz klarzustellen, eigentlich nächste Woche oder zumindest in der darauffolgenden Woche. Ich bleibe dabei, wenn wir langsam weitergehen bis Juli, ist das nicht bullish. Ja? Also im besten Fall sollten wir nächste Woche eine Gap sehen. Und mit Gap meine ich im allerbesten Fall über Mai. Ja? Oder zumindest über diese Trendlinie. Alles über 13. Ja? Preisziele, weil ich schon gefragt worden sind für die bullische Variante noch immer dieselben wie im großen Roadmap-Video. Und wir haben große Preisziele. Das einzige Problem derzeit ist, wenn wir die Gaps nicht machen, wenn wir weiter so langsam raufkremsen. Ja? Und zwar, was meine ich damit? Wenn wir haben jetzt eigentlich seit März einen bullischen Weg hinter uns, ja? Aber ohne Gaps. Ja? Wir hatten unser Allzeitlow, haben Bounce bekommen, sind zu unserem A gelaufen, über T, haben auch einen wunderschönen fast 618 Pullback gemacht, haben auf das Higher Low, auf das ich warten wollte, geschissen, sind weiter raufgegangen. Das ist für mich noch kein B-Pullback, das sage ich auch gleich, weil das ist nichts. Ja? Und wir sind noch nicht über M. B ist über M. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt weiter langsam rauf, mache ich mir langsam Sorgen. Ja? Was meine ich mit langsam rauf? Wenn wir jetzt langsam raufgehen, ohne Gap, wir werden irgendwo in diesem Bereich unser B bekommen. Ja? Also $3 bis $3,50. Ja? Wenn wir dann auch noch ein 0,5 Pullback hinlegen, ja, dann wird das dann ungefähr so ausschauen und dann kriechen wir weiter hinauf. Klarerweise, wir haben hier einen Trend Change hingelegt. Und wenn wir 2,46 brechen, ist das auch verdammt bullish. Nur wenn wir keine Gaps machen, was wird dann dabei rauskommen? Für mich zumindest. Wie gesagt, nur meine Ideen. Dann werden wir bis Juli weiter raufgehen. Ja? Und ich gehe davon aus, es wird irgendwas dann zwischen 7 und $10 sein, wo dann unser C landen wird. Wenn wir keine Gaps machen.
Und das haben wir ja schon in der bullischen Alternative besprochen. Wenn wir langsam keine Gaps sehen, werden wir noch immer raufgehen. Ja? Aber ich bin dann ziemlich überzeugt, dass wir irgendwo an dieser Trendlinie und schon unseren Schädel zerbrechen. Das wird dann unser normales C. Loire, Midpoint, T. Und zwar bis Dezember, Jänner nächsten Jahres. Ja? Weil dieser Rejection-Punkt, dieser Abpraller hier, das ist dann nicht irgendein C, sondern das wird unser neues T. Ja? Und das ist scheiße. Ja? Ich meine, da kann man noch immer Geld hier verdienen. Keine Frage. Aber erstens ist es nicht der Squeeze. Ja? Und zweitens, danach kommt erst recht wieder ein Oldtimer. Es ist scheiße. Ja? Und, das haben wir ja auch schon mal besprochen, mit diesem T fallen unsere hohen Preisziele. Sage ich auch gleich dazu. Ja? Weil wenn das erst unser T ist, ja, und nicht das oder das, dann wird es damit eigentlich nicht mehr viel werden. Also, was ich sehen will, das ist nur die Alternative. Was ich sehen will, verflucht, ist Gaps. Ja? Und zwar in den nächsten 2 Wochen möchte ich Gaps sehen. Ja? Dieses bullische, immer ein paar 10% draufschießen, ist lustig und cool. Ja? Aber zu einem Squeeze wie 2021 gehören Gaps dazu. Und zwar ordentliche. Ja? Weil, ganz ehrlich, wenn man sich das hier anschaut, auf den Regular aus, ich will Gap sehen. Ja? Ich möchte diese Gap über die rote Trendlinie sehen, verfluchte Scheiße. Und ich möchte davor auch eine Gap sehen. Ja? Einfach auffi. Und wenn man sich diese Gap anschaut, ja, ich will diese Gap hier sehen. Ja? Langsam, stetig raufrennen ist nicht das, was EMC als Squeeze Landmark macht. Ja? Langsam raufrennen, ohne Gaps, um das jetzt nochmal ganz klar zu zeigen. Was diese Alternative hier wäre, ist das hier. Das Tri-Peak. Ja? Ich meine, wir haben hier ein paar Gaps, aber keine Gaps über die Trendlinie. Ja? Und das wäre genau der Punkt. Das wären unsere 7 bis 10 Dollar. Ja? Das wäre dann vielleicht sogar im Juni noch. Das Lower High wäre im Juli. Und das wäre bis Jänner. Und das will keiner von uns. Ja? Somit verfluchte Scheiße. Wir wollen Gaps sehen. Gut, 2 Sachen noch, bevor wir in Chemie ranspringen. Erstens, weil ich heute sehr oft gelesen habe, dass wir zum ersten Mal über den Nullpunkt vom MACD gelaufen sind. Ja. Der MACD, ja, um das ganz genau zu zeigen. Ich habe einfach nur mal ein Foto von meinem gemacht, weil es ist einfach einfacher, weil ich schon alles eingezeichnet habe. Weil heute einige gesagt haben, es ist zum ersten Mal, dass wir über den Nullpunkt mit dem MACD gegangen sind, seit langem. Das ist noch ein altes Bild von Dienstag, glaube ich. Und ja, haben Sie recht. Ja. Das letzte Mal war 2021 vom Squeeze. Sache ist die, ja, das war das letzte Mal. Aber davor war es im September 2020. Ja. Ich meine 2018, 2016 auch. Problem, was ich derzeit habe, ist, dass es eben auch im September 2020 passiert ist. Da kommen wir gleich dazu. Weil, was war hier im September 2020? Das ist genau unsere Alternative. Das ist derzeit der Scheiß dran. Ja. Natürlich, ich will, dass es dieser Ausbruch hier ist, falls man das sieht. Ja. Ich will, dass es der verfluchte Ausbruch zum Squeeze ist. Wir haben leider hiermit noch immer die Möglichkeit, dass dieses kleine Blip hier uns noch immer auf das Tri-Peak von 2020 hintreibt.
Das ist der Scheiß. Wenn wir, man sieht es hier, ja, also wenn man, wir haben hier nur einen kleinen Blip gemacht. Ja. Wenn wir jetzt langsam hier wirklich volle Kanne drüber gehen, können wir das schließen. Aber allerdings glaube ich, dass wir es dann mit dem Preis auch schon ausschließen können. Ja. Deswegen, ich würde meiner Meinung nach mich nicht so sehr freuen, weil noch kann man nicht sagen, dass es das hundertprozentig nicht ist. Ja. Gut. Und dann noch eine andere Sache. Und zwar, weil die Delusion heute fertig ist. Ja. Ich warne jetzt nur gleich vorweg. Ja. Das nächste Bild ist komplett weiß. Ja, ich sag's nur als Warnung. Ja. Kommt in 3, 2, 1. Da wird sogar ich ganz weiß. So, nur kurz zur Erklärung. Ich habe das ja schon vor Monaten schon mal gezeigt, weil da die Diskussion aufgekommen ist. Ich glaube, das war wegen den 150 Millionen Delusion. Das ist so schlecht. Und Adam Aaron macht uns alle fertig und er möchte den Squeeze nicht und er dilutet absichtlich und so weiter und so fort. Also erstens, ja, ich bin sogar, ihr könnt Adam Aaron hassen oder nicht, mir ist das vollkommen egal. Nur erstens, ich würde sogar sagen, er möchte den Squeeze nicht oder noch nicht. Ja? Für ihn ist, also die letzten Jahre, 2023, 2024, 2025, wäre ein Squeeze so total scheiße gewesen. Ja? Alle würden abhauen danach. Ja? Somit, er hätte keinen Squeeze geholt. Das sage ich auch dazu. Ja? Und ich glaube, da würde es sogar dazu stehen, wenn man ihn fragt. Was die Dilution angeht, ich verstehe nicht, ich meine, ich verstehe schon, es ist einfach Unwissenheit, aber dass sehr viele Retail-Investors so extrem gegen Dilution sind. Ja? Vor allem, wenn man sich die Vergangenheit anschaut. Ja? Der Chart hier ist von August 2020 bis, ich meine, das hier ist Juni, Juli 2021. Der Rest interessiert uns eigentlich eh nicht. Und hier ist wunderschön eingezeichnet, wann EMC diluted hat. Ja? Und das kein einziges Mal die Dilution den Squeeze gekillt hat. Hat sie nicht. Ja? Wir hatten hier Dilution announced, das war schon im Oktober. Hier haben wir die großen 200 Millionen Dilution announced. Genau hier. Und zwar im Dezember. Ich glaube, man kann das sogar fast 1:1 auf jetzt umlegen. Ja? Dann sind wir runtergegangen. Hier war das Allzeitlow. Wir sind raufgegangen. Ja? Hier, nach der ersten Gap, haben sie die 50 Millionen, die sie hier angekündigt haben, haben sie gesagt, wir sind fertig. Und hier, wo wir eigentlich schon, vielleicht sogar schon sein könnten, ja, das war der 22. Jänner 2021, waren die 200 Millionen fertig. Ich würde die 200 Millionen Dilution mit unseren 150 Millionen Dilution jetzt eigentlich vergleichen. Weshalb ich eigentlich relativ bullish bin für nächste Woche. Ja? Nur, auch hier wieder dazu gesagt, wenn ihr euch dieses Bild hier anschaut, warte mal, seht ihr das überhaupt? Ja, hier. Wenn ihr euch dieses Bild hier anschaut, hier wurden kurz vorm Run 50 Millionen Dilution angekündigt. Damit haben alle geschrien, er möchte den Squeeze killen. Wir sind raufgerannt. Wisst ihr, wann es fertig war mit dem Run? Wenn diese 50 Millionen Dilution fertig waren. Man könnte jetzt sagen, dann gab es keine Aktien mehr. Deswegen sind wir runtergeknallt. Dasselbe für den zweiten Part übrigens. Ja. Hier kurz vorm zweiten Part hat EMC angekündigt, sie diluten für 43 Millionen. Ja. Alle haben wieder gesagt, dieser Arsch, er killt den Squeeze. Er hilft den Shortsellern. Dieses Arschloch. Hier waren die 43 Millionen fertig. Kurz bevor dem Run. Dann hat EMC seine letzten 8,5 Millionen im Squeeze angekündigt. Im zweiten Squeeze. Bevor wir zum Top gerannt sind. Auch hier wieder. Dieses hinterhältige Kind Adam Aaron. Er will den Squeeze killen. Er gibt den Shortsellern einen Ausgang. Wann hat der Squeeze aufgehört? Wann war das Top? Wenn diese Dilution fertig war.
Und eins sei auch noch dazu gesagt, ich meine, das spricht komplett gegen meine Theorie, sage ich auch gleich dazu. Adam Aaron hat hier oben darum gebettelt, dass Retail Investors für mehr Shares votet, weil hier oben war es vorbei. Wir hatten keine Aktie mehr. Und Retail hat gesagt, nein, fick dich. Wenn du noch mehr Shares kriegst, dann killst du unseren Squeeze zu $3 Millionen per Share. Tja, das war 2021 Juli und seitdem stürzen wir ab. Und jetzt kommt wieder die gleiche Masche von sehr vielen Vollidioten in meiner Meinung, die alle schreien, nein, Dilution ist schlecht, er hilft den Shortsellern. Nein, 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 nein. Dilution ist böse. Ihr könnt eine andere Meinung haben. Ja? Nur das hier zeigt euch eindeutig, einmal nur für AMC, ja, wie es bei anderen Aktien ausschaut, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber Dilution ist nicht böse. Ja? Dilution hat, wenn man jetzt vom Fractal Tracking wegschaut, den Squeeze ermöglicht. Nur mal so zum Nachdenken. Okay. Gut. Somit, das war's jetzt mit AMC. Also wie gesagt, um es kurz zu fassen, das heute war ein bullischer Move. Der Bruch von 2,46 wäre natürlich noch bullischer. Meiner Meinung nach brauchen wir allerdings langsam Gaps. Ja, wie vorher gesagt. Somit, jo. Gut, dann springen wir gleich rein in GameStop. Auch für GameStop, wen die ganze Geschichte interessiert, wie das Quiz ausschauen sollte, Preistargets und so weiter und so fort, da verlinke ich das große Roadmap-Video ans Ende. Gut, dann zoomen wir mal rein, was wir heute gemacht haben. Das Problem ist einfach die Tatsache, dass GameStop nichts tut. Ja, nichts. Ja. Weshalb ich noch immer die bärische Alternative habe. Ja. Das Problem ist, ich habe immer dazu gesagt, GameStop wird uns als erstes eine Antwort geben. Ja. Problem ist, dass GameStop, wenn man sich das einfach mal anschaut, ja, hier ist 2024. Ja. GameStop müsste schon längst das hier gemacht haben. Ja. Weil da, wo AMC jetzt ist, müsste GameStop schon das hier gemacht haben. Haben wir nicht. Dasselbe für 2021. Ja. Hier ist 2021, 14. Jänner. Ja. GameStop müsste das hier schon gemacht haben. Ja. Man kann jetzt natürlich sagen, vielleicht haben sie Rollen getauscht. Vielleicht ist diesmal AMC schneller. Ich hätte nicht einmal ein Argument dagegen. Ja. Die Tatsache ist nur, 2021, 24 und 25 war GameStop immer schneller. War GameStop immer der Erste. Ja. Das Totschlagargument, dieses Mal ist es anders. Okay. Ja. Andernfalls stimmt derzeit irgendetwas nicht. Ja. Das ist mein Hauptproblem derzeit. Ja. Und für GameStop rennt eindeutig die Zeit weg. Das ist wirklich das Problem. Weil wenn man sich diesen Trend hier langsam anschaut, ja, diesen Trend hier, wir rejecten andauernd an dieser Trendlinie. Andauernd. Ja. Es wird irgendwann jetzt der Zeitpunkt kommen, wenn wir hier nicht durchbrechen, dass wir die bärische Variante nehmen und abstürzen werden. Wenn jetzt GameStop aber abstürzt, ich gehe noch immer davon aus, dass GameStop und AMC synchronisiert sind. Dann wird AMC auch dies. Und wie gesagt, also für die Alternative, weil darüber reden wir heute nicht, schaut sich am besten das Video vom letzten Sonntag an. Ja. Aber kurz gesagt, die Alternative für GameStop ist 17, 16, 13 Dollar. Und zwar bis November. Und weil ich noch immer der Meinung bin, dass AMC und GME synchronisiert sind, dann wird es mit AMC halt bis zu 6, 7, 10 Dollar gehen und das war's dann für dieses Jahr. Ja. Für die bullische Variante, morgen ist verdammt nochmal Freitag, nächstes Mal ist Montag. Es wäre schön von GameStop diesen Move hier zu sehen. Ja. Ob wir jetzt diesen Pullback brauchen oder nicht, sei dahingestellt. Aber
für Levels, wie gesagt, alles über 23. Wäre schon so ein kleiner Anstoß, so yay. Alles über 24 ist schon okay. Und alles über 26 ist ole. Wir reden nicht mehr über $17. Ja. Oder wie so einige Leute anscheinend plötzlich tracken, ist GameStop stirbt und AMC rennt. Kann ich mir nur nicht vorstellen. Aber okay, man soll für alles offen sein. Ja. Aber GameStop muss über diese verdammte Linie. Ja, und wenn GameStop es in den nächsten 2 Wochen nicht schafft, meiner Meinung nach über diese Linie zu gehen, dann wird uns GameStop diese Antwort hier geben. Aber schauen wir mal. Ja. Okay, weil wir über GameStop und AMC geredet haben, schauen wir uns jetzt noch ganz schnell IWM, SPY und Nasdaq an. Übrigens, das war ein verdammt verrückter Tag heute. Ja? Und ich werde euch das vor allem bei SPY heute zeigen. Was für eine Verarsche der Markt ist. Kommen wir gleich dazu. Für IWM, ich habe jetzt eigentlich gestern und heute eigentlich schon fast mit dieser Variante abgeschlossen gehabt. Bis heute, ja, habe ich mit dieser Variante abgeschlossen gehabt. Nach diesem Move heute, kommen wir gleich dazu. Beides sind 24-stündige Charts, beides von IWM. Und IWM ist wichtig für AMC, weil es drin ist und vor allem, weil hier 2021, das war das Quiz von AMC und Jimmy, also der erste Part. Das hier ist vom September 2018 bis Februar 2021. Rechte Seite ist November 2021 bis heute. Und ihr seht schon, ich habe es jetzt eigentlich schon ziemlich eindeutig markiert. Ja, das hier hat nicht unbedingt was mit meiner Methode zu tun, sondern eher mit, es schaut so aus, funktioniert manchmal. Ich würde es nicht immer verwenden, weil diese Momente, wo etwas gleich ausschauen, haben ihr Ende. Und wenn man es meistens wirklich mit Sparse-Pattern 1:1 nimmt, ja, werdet ihr schon öfters bei Leuten gesehen haben, die Fractal tracken, dass die eigentlich fast zu 100% immer falsch liegen. Ja. Gut, das ist gerade selbsterklärend. Ja. Blau, blau, rot, rot und so weiter und so fort. Das Einzige, was hier anders ist, ist, dass diese Sektion ist diese Sektion. Mit dem Unterschied, dass diese Sektion hier schon längst über Allzeithoch ist und diese noch nicht über Allzeithoch war. Wie ich in den letzten Videos schon gesagt habe, das liegt, glaube ich, an diesem Drop hier. Weil in 2020 war der Drop extrem tief. In 2025 war es ein Higher Low. Ja. Deswegen ist, glaube ich, diese Sektion schon über Allzeithoch. Ja. Ändert aber nichts, dass diese Sektion fast 1:1 ist. Ja. Gut, wenn wir jetzt hier, wir zoomen jetzt links und rechts genau hier rein. Und zwar, um das klarzustellen, wir zoomen an das Ende von hier. Ja. Der einzige Unterschied hier ist, ja, dass wir jetzt hier auf der linken Seite im November 2020 auf dem 4-stündigen Chart sind und hier auf der rechten Seite auf dem 10-minütigen Chart. Ja. Schauen wir mal, ob ich zu nah dran bin. Könnte sein, aber es schaut nicht so schlecht aus. Ja. Und was ich damit meine ist, kurz bevor dem großen Gap, kurz bevor wirklich der Bullrun von IWM angefangen hat, könnte man sagen, schaut das ziemlich verdammt eindeutig aus. Ja. Wir haben unser Peak, unser Allzeithoch, wir haben unser Peak, wir fallen runter, wir fallen runter, wir kommen rauf, fallen dann extrem runter. Das hier wäre diese kleine Sektion hier, fallen aber zu einem Higher Low runter, machen einen Hump. In dem Fall war das ein ziemlich großer Hump hier, ja, fallen dann zu unserem Low. Und das Interessante ist hier, dass wir erstens dann eine Gap hier hatten, genauso wie wir die Gap hier hatten. Und ich würde sagen, dass wir diese Gap hier heute durch den Tag bekommen haben mit dem Trump. Ja, dieser Run. Und da kommen wir gleich bei SPY und Nasdaq dazu. Ja,
Äh, dieser Run heute wäre diese Gap gewesen. Jetzt stellt sich nur eine einzige Frage. Ja? Erstens liege ich richtig, klarerweise. Und zweitens, brauchen wir das hier noch? Das stellt sich die Frage. Weil wenn wir das hier noch brauchen, ja, dann werden wir morgen wahrscheinlich irgendwo zu 2,92 gehen bei IWM. Ja. Und dann brauchen wir einen Pullback. Ja. Genauso wie hier. Vom Low nach hier war das ein 0,5 Pullback. In dem Fall wäre das etwas in die Richtung. Ja. Jetzt haben wir morgen SpaceX. Ja. Ihr braucht mich gar nicht fragen, was ich davon halte. Ich habe keinen Chart. Ja. Ich kann euch nur meine Meinung dazu geben. Ja. Die bedeutet aber nichts. Ja. SpaceX könnte morgen, also im lustigsten Fall passiert gar nichts. Ja. Warum lustig? Weil entweder die eine große Seite sagt, der Market crasht, die Liquidität wird rausgesagt. Und die anderen sagen, wir bekommen so ein dermaßen großes Blow-off-Top, da bleibt kein Stein über den anderen. Es wäre so lustig, wenn einfach gar nichts passiert. Ja. Mit Fundamentaldaten habe ich es mir angeschaut. SpaceX besteht aus 3 Firmen. Ja. Eine davon ist Starlink, die andere baut die Raketen und die dritte ist eine AI-Firma. Von den Daten her ist SpaceX absolut überbewertet. Die Firma schreibt seit ihrer Existenz rote Zahlen und noch immer. Die einzige Firma, die in SpaceX Geld macht, ist Starlink mit 4 Billionen Dollar im Jahr. Und trotzdem macht SpaceX das ganz große Ding, rote Zahlen. Weil der Rest verpulvert das Geld so stark. Also, ja, ich könnte jetzt sagen, es wird wahrscheinlich genauso wie Facebook runterneifen bei der Öffnung. Oder auch nicht. Ja, aber ohne Chart kann ich es nicht tracken. Ja. Somit ist meine Meinung dazu eigentlich nichts wert. Es stellt sich halt hier jetzt nur die Frage, das hier, würde es Sinn ergeben, wenn SpaceX scheiße ist? Zum Beispiel. Ja. Oder wir brauchen diesen Pullback nicht. Ja. Für SPY und Nasdaq ist es ein bisschen anders, aber trotzdem bin ich der Meinung, ob wir jetzt morgen diesen Pullback brauchen oder nicht, werden wir sehen. Es wird witzig, wenn wir das hier machen. Schauen wir mal. Und dann stellt sich die Frage, spielt das noch immer eine Rolle für AMC und GME? Weil wenn ja, dann hat das hier 80 Tage gedauert. Ja. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass dieser Move zu dem Move, wo wir jetzt wahrscheinlich sind, 231 Tage gedauert hat. Derzeit sind wir aber schneller. Oder nein, wir sind langsamer. Das hat 424 Tage gedauert. Ja, hier. Das bedeutet, wenn das hier 80 Tage gedauert hat, könnten wir hier vielleicht 160 Tage draufhauen und das bringt uns in November, Dezember, Jänner. Ja. Jetzt müssen wir 2021 nicht wiederholen. Ja. Aber wenn das so lange dauert, dann gehen wir den bärischen Weg von AMC und GME. Oder die Möglichkeit besteht auch, wir machen einen Tesla-Squeeze. Das wäre übrigens die schlechteste Variante meiner Meinung nach, weil dann gehen wir halt 10 Jahre langsam stetig hoch. Ob man das will, ist die Frage. Gut, dann schauen wir uns noch schnell SPY und Nasdaq an. So, hier ist SPY. Und zwar vom 2. Juni bis heute. Eigentlich wunderschön. Eigentlich eine echt nette Broadening Wedge, die SPY immer macht. Und jetzt komme ich wirklich dazu, was für ein, also meiner Meinung nach hat heute SPY sich, oder generell, ja, die Börse mal wieder enttarnt, was für ein Scheißkonstrukt das ist und dass nichts echt ist.
Was meine ich damit? Wir hatten unser Hoch, unser Lower High, unser Midpoint und am 9. Juni unser T. Runtergeknallt. Ja. Dann sind wir nochmal raufgekommen, rübergekommen und haben unser Allzeitlow hier gemacht. Ja. Hier, wunderschön. Also für diese Sektion. Dann haben wir dieses Allzeitlow gemacht. Dann hatten wir diesen Mittwoch den Start von unserem A. Das hier ist unser A schon. Ja, ich rede von einem kleinen A. Das hier ist unser kleines A. Wunderschön hier auf das 0.618 gebounced. Und heute, also von gestern, ja, heute, das war alles heute, Was haben wir gemacht? Unser kleines High-Low von A. Und ihr wollt's mir, oder irgendwer will mir erklären, das ist der 10-minütige Chart, dass die Trump-News mit dem Iran-Frieden, egal ob es jetzt stimmt oder nicht, das interessiert mich gar nicht, aber dass die Trump-News perfekt, wie gesagt, wir reden hier von 10 Minuten, perfekt droppt, nachdem wir das Micro-High-Low fertig haben. Genau der Punkt, wo man raufgehen sollte. Wirklich. Auf 10 Minuten genau. Will mir irgendwer erklären, dass Trump den ganzen Vormittag vorm PC gesessen ist oder einer von seinen Mitarbeitern? Nein, noch nicht. Nein. Warte, in 3 Minuten. Jetzt. Wirklich? Den Zufall gibt es nicht. Es kann mir keiner erklären, dass er zufällig am perfekten Punkt heute, am perfekten Punkt, sich gedacht hat, jetzt schreibe ich den Tweet raus. Nee. Ja. Es stellt sich einfach nur die Frage, hat es ihm wer gesagt? Oder hat er selber drauf geschaut? Keine Ahnung. Ja. Aber mehr als Fake kann das nicht sein. Ja. Gut. Wie geht es jetzt weiter? Ja. Fürs bullische Tracking, wir haben die kleine Broadening Wedge heute gebrochen. Ja. Fürs bullische Tracking war das hier unser V. Ja. Das Higher Low war in dieser Gap drin, versteckt sich, weil das hier war schon unser A. Irgendwo hier drin wird sogar unser kleines B sein. Ja. Unser nächstes Ziel ist unser C. Dieses C ist aber schon unser A. Ja. Irgendwas über T. Und in dem Fall, wenn wir den Pullback machen würden, würde ich irgendwas von 7,51 ausgehen. Ja. Dann brauchen wir den 0.5 Pullback. Vorsicht, bei solchen Sachen können wir den 0.5 Pullback auch überspringen. Das hat SPY nicht nur einmal gemacht. Ja. Was aber am wichtigsten ist, im Gegensatz zu diesen ganzen Pullbacks, wir müssen über diese Linie. Ja. Um genau zu sein, sagen wir mal, wenn wir was Dummes machen, wie viel Prozent werden das? Okay, machbar. Wenn wir morgen Richtung 753 gehen, wir müssen hier drüber. Wir müssen. Ja. Wenn wir hier rejecten, ja, sowas, dann wird das erst unser M. Sage ich auch gleich dazu. Und dann geht die Broadening Wedge weiter. Ja. Nächstes Ziel ist eigentlich schon unser Hauptziel, und zwar 680. Ja. Also hier rejecten, nicht gut. Ja, gar nicht gut. Ich weiß so nicht, was für eine Ausrede sie dann diesmal haben. Ja, vielleicht bricht dann der Krieg nochmal aus, keine Ahnung. Aber für Upside, wirklich, wir dürfen an diese Linie nicht unseren Kopf schlagen. Ja, wir müssen hier durch. Ja. Selbe für Nasdaq. Der Nasdaq-Chart ist sogar noch ein bisschen, ich würde nicht sagen gründlicher, aber besser zu sehen.
Für Nasdaq auch CLMT, unser Allzeitlow. Für Nasdaq haben wir ein Higher Low gemacht. Ja, hier, wunderschönes Higher Low. Und haben heute das kleine A gemacht. Ja. Das ist dasselbe wie bei SPY. Hier ist unser kleines A. 618 Pullback. Und auch für Nasdaq. Ja. Ich meine, es ist keine perfekte 618, ja, aber es ist ein V an der A. Und auch hier, klarerweise, an der perfekten Stelle schießen wir nach oben. Und noch eins übrigens, ja, wenn mir irgendwer noch sagt, ja, ihr seid so dumm, ihr spielt Meme-Stocks, es ist so lächerlich, ja, ihr solltet doch viel besser große Indizes und so weiter spielen. Also wer da heute zugeschaut hat, ja, 3 Minuten lang, hat Nasdaq und SPY das hier gemacht. Ja, die Candles waren verrückt. Ja. Mein Broker ist ausgestiegen. Der hat mir einfach keine richtigen Zahlen mehr angezeigt. Ja. Sie haben 10$ Sprünge rauf und runter gemacht. Im Sekundentakt. Ja. Sind natürlich keine Meme-Stocks. Nein. Gut, für Nasdaq eigentlich gleiches Spiel. Ja. Eigentlich könnte uns Nasdaq vielleicht sogar früher die Antwort geben, weil wenn man von hier unser V nimmt und wir suchen unser A, ja, dann wird Nasdaq meiner Meinung nach, wenn wir morgen was Dummes tun, zwischen 37, kein finanzieller Advice bitte, ja, und 736 landen. Nur für sein A. Ja, falls wir den normalen A-Pullback brauchen. Für Nasdaq ist aber der Unterschied, wir würden sogar die Haupt-Broadening Wedge sprechen damit. Das wäre eigentlich schon eine Antwort. Ja, dass es bullish ist. Bei SPY ist es ein bisschen anders, weil die Wedge anders ist, aber für Nasdaq, ja. Für Nasdaq wird es generell interessant, weil SpaceX ist auf der Nasdaq. Ja, also Nasdaq wird hauptsächlich betroffen sein, für was auch immer wir kriegen. Und für die Nasdaq, wir müssen über 2,24. Wenn wir 2024 rejecten, ja, dann wird das unser T. Ja. Und dann geht es abwärts. Tief abwärts. Ja. Somit schauen wir, was SpaceX uns bringt. Für die Conclusion, für EMC und GME, vor allem für IWM. Ganz ehrlich, wenn das ein Ausbruch wird, ich fände es schon extrem eigenartig, wenn, wir schauen uns heute noch die anderen Memes auch noch an, wenn nur EMC und Chemie nichts machen, den Rest der Memes ihren Move bekommen, wir einen extrem bullischen Markt haben. Fände ich eigenartig. Aber kann passieren. Wie gesagt, GameStop muss sich bewegen. Und zwar nach oben. Ja. Oder nach unten, damit wir eine Antwort kriegen. Und ja, bei EMC warten wir eigentlich nur noch auf Gaps. Ja. Alles langsamer nach oben. Und mit langsam meine ich auch sowas wie heute. Ja. 9% ist langsam. Wir brauchen Gaps. Gut, dann springen wir gleich rein in Beyond. So, auch für Beyond, für die ganz große Geschichte, für ja, wie das Fractal, die ganze Geschichte. Wie es ausschaut, verlinke ich euch wieder das Video ans Ende. Das Roadmap-Video. Allerdings werden wir, glaube ich, fast über alles heute reden. Die Sache ist, bevor wir ins Micro-Tracking reingehen, noch einmal, unser Hauptziel ist noch immer unser Makro A, wenn wir nichts Dummes machen. Ja? Und mit dumm meine ich, wir squeezen einfach zur Allzeit hoch. Ja? Eher unwahrscheinlicher, aber wenn wir was Dummes machen. Aber unser Hauptziel ist unser Makro A noch immer. Zwischen 15 und $44. Das Ziel hat sich noch immer nicht geändert. Juli, August. Ja? Nur für Leute, die ungeduldig werden. Wir haben eigentlich noch immer 1-2 Monate Zeit, um hier raufzukommen.
Ich sage es nur. Gut, dann zoomen wir mal da unten rein. Oh, und auch Beyond hat eigentlich heute einen guten Bounce hingelegt, würde ich sagen. Ja? In dem Fall wäre 66 Cent unser Low gewesen, und zwar das Low von unserem Higher Low. Morgen ist Freitag, Montag ist Montag. Aber was ich dazu sagen will, dass auch Beyond meistens montags, freitags seine großen Moves bekommt. Ja. Ich rede jetzt eindeutig nicht von wir squeezen am Montag, aber wo wirklich der Trend Change stattfindet. Wir können am Montag squeezen. Ja. Wenn dieses Landmark fertig ist, können wir squeezen. Ja. Aber zumindest einen großen Trend Change machen. Wenn wir es langsam machen, ja, was wären unsere Ziele? Unser nächstes Ziel wäre A, klein, winzig. A, ja. Das wäre irgendwas über 84. Pullback, rauf zu B. Unser B-Level wäre irgendwas über 1,15. Ja. Und dann geht es weiter und so fort hinauf. Ja. Was wichtig ist für Levels, damit wir endlich von dem Tod, von der Tod-Alternative wegkommen, ja, über 80. Das wäre zumindest schon ein Anfang. Über 80 Cent, damit das Schlimmste weg ist. 84 ist sehr bullisch und klarerweise, wie immer, 1,15 ist. Ihr werdet von mir nicht mehr mit Alternativen belästigt. Eine Sache noch zu Beyond, weil jedes Makro-Landmark, ja, und was rede ich davon? Ich rede vom großen Makro Higher Low, vom großen Makro T, vom großen Makro M, vom großen Makro L. Ihr seht es immer, dass wir, wenn wir fertig sind, wir eigentlich bis auf das M, ja, das war relativ, ne, aber auch das T hier, fertig, husch. Und vor allem unser Higher Low, fertig, husch. Ja. Ich habe mein Ziel für Juli, August. Ja. Dabei bleibe ich auch, aber dieses Ziel für Juli, August könnte im besten Fall schon ein Lower High sein. Aber was meine ich damit? Wir schießen rauf, Lower High, Juli, August. Ja. Ich würde eigentlich noch immer davon ausgehen, dass unser nächster Breakout, ja, fürs Higher Low, sieht man übrigens auch wunderschön an unserem kleinen, man sieht es an jedem Landmark. Dieses M war sehr vertikal, das kleine T war sehr vertikal und der Run zum Higher Low war sehr vertikal. Und wir sind jetzt fertig. Ja? Also fürs bullische Tracking haben wir nichts über. Von dem großen Higher-Low-Pullback hier ist nichts mehr übrig. Es gibt kein Landmark mehr übrig. Ich meine, wir hätten vielleicht noch, wenn wir diese kleine Micro-Higher-Lows machen, okay, aber sonst ist nichts mehr fertig. Und normalerweise, wenn so ein Landmark fertig ist für Beyond, sollte man, genauso wie im Oktober, Boom-Candle sehen. Somit, schauen wir mal. Ja, ich muss ehrlich sagen, es schaut derzeit nicht schlecht aus. Ja, ich möchte noch nicht zu zuversichtlich klingen, dass wir dem Tod von der Kippe gesprungen sind. Aber ja, schaut gut aus. Schauen wir mal. So, als nächstes ist DGT. Gut, und warum sage ich das so? Das nächste ist DGT. Weil ich liege nicht oft falsch. Ja? Und mit falsch meine ich, um das eindeutig klarzustellen, ja, mit falsch meine ich eindeutig, ich versuche immer eine bullische und eine bärische Alternative zu bieten. Ich sage natürlich auch, zu was ich mehr tendiere. Falsch bedeutet für mich persönlich, wenn ich das Tracking umstellen muss. Falsch bedeutet, wenn nichts von beiden Versionen passiert. Nicht bärisch, nicht bullisch. Dann liege ich falsch. Und für DGT muss ich leider sagen, dass dieses Scheißding mir das zum zweiten Mal antut. Ich habe das nämlich schon mal ändern müssen und ich muss es jetzt eindeutig auch. Von was rede ich? Das Problem bei DGT ist, dass wir nicht aufhören runterzufallen. Vor allem dieser letzte Drop hier. Ja, dieser letzte Drop hier. Wir hatten vorher fürs Main Tracking hier unser T. Ja. Mit diesem Top, es funktioniert nicht mehr.
Ja. Ähm, Man muss allerdings dazu sagen, das, was sich ändert, ist genau hier in der Hälfte. Das hier ist noch immer dasselbe. Wir haben unser V, unser A, B, C, also die normale IPO, weil DGT, wenn es fertig ist, immer nach oben schießt. Dann haben wir unser großes L. Und das, was sich jetzt ändert, ist, dass wir unser großes M im Begriff sind, jetzt fertig zu machen. Ja, also um das klarzustellen. Wir werden jetzt nicht Ewigkeiten fallen. Wir werden irgendwann hier unten schon unser V finden. Das, was sich ändert, ist, wir hatten unser Makro-T noch nicht. Es macht keinen Sinn, das T hier zu haben. Das bedeutet, unser nächster Run, man kann damit noch immer Geld machen, ja, aber unser nächster Run wird an dieser Trendlinie hier zerschellen, meiner Meinung nach. Ja. Das höchste Gefühl für den nächsten Run wird $34 sein. Ja. Dann machen wir ein neues Allzeitlow. Erst dann werden wir ein Higher Low machen und erst dann kommen die großen Moves. Ja. Und mit großen Moves meine ich, hat sich auch nicht geändert bei TGT. Ich glaube nicht, dass wir diese Pullbacks hier sehen werden. Ich bin der Meinung, wenn wir mit diesem Ganzen hier fertig sind, werden wir wieder sowas sehen. Ja. Problem an der Sache ist nur, das wird dauern. Ja. Den Move könnten wir dieses Jahr wahrscheinlich, oder sehr wahrscheinlich diesen Jahr noch bekommen. Der Move wird nichts mehr dieses Jahr. Ja. Wir müssen hier rauf, weil, ganz ehrlich, ihr seht das auch wunderschön hier am Tracking jedes Mal, am Chart. Die Moves hinauf sind fast immer instant. Aber die Pullbacks danach, die dauern lange. Und weil wir von einem Makro-Trend, Makro-Letter reden, ja, wir werden hier irgendwann, da kommen wir gleich dazu, hier unser Low finden, höchstwahrscheinlich dann vertikal zu dieser Trendlinie raufgehen, genauso wie hier und hier. Der Move nach unten wird wahrscheinlich den Rest des Jahres dauern. Könnte ich drauf wetten. Ja. Für was ist jetzt unser Low? Ja. Das Ganze hier ist einfach nur der Pullback von M. Ja. Wir haben unser Lower High, wir haben hier unser M und dieser Peak hier, was früher halt jetzt unser Higher Low war, das war erst unser kleines T. Und wenn wir jetzt noch tiefer gehen und uns dieses T hier anschauen, dann sind wir meiner Meinung nach nicht fertig. Ja. Weil das hier ist unser C, das ist unser L und ich könnte davon ausgehen, dass das hier ist unser M ist. Das bedeutet, wir müssen noch einmal runter, rauf, runter, das wird dann unser T und dann bekommen wir erst das V. Ich habe es in der Watchlist, ich schaue mir das Ding eigentlich jeden Tag an. Ich werde wieder ein Update dazu machen, wenn wir plötzlich nach oben schießen, klarerweise. Aber vor allem, wenn ich eins mache, wenn es so ausschaut, als würden wir diesen, oder wenn die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, dass dieser Punkt erreicht wird. Aber ich habe das auf der Homepage schon geschrieben. Derzeit, meiner Meinung nach, ist DGT ein No-Go. Nicht angreifen, gar nichts. Ja. Weil ich kann nicht sagen, wie vielleicht kann es wer. Ja, aber ich kann nicht sagen, wie tief das noch geht. Ja. Der Move hier allerdings, ganz ehrlich, also wenn wir jetzt dann irgendwann das V bekommen, sind 470%. Ja. Ihr müsst dann halt entscheiden, ob ihr mir glaubt, dass wir nicht über das Trendlinie gehen oder nicht. Ja. Aber ja, derzeit hands off. Wie gesagt, auf der Homepage ist es schon längst gewesen, schon wie wir das hier gebrochen haben. Jetzt habe ich es halt auch im Video. Gut, dann kommen wir jetzt noch schnell zu zwei erfreulichen Dingen. Angefangen mit Cloth haben wir ja auf schon, ich weiß nicht wann, aber irgendwann haben wir das hier behandelt. Ich glaube, da waren wir gerade hier. Irgend sowas. Hier. Irgendwo hier. Mai. Ja, irgendwann Ende Mai. Haben wir das schon behandelt. Und wir hatten eine bullische und eine bärische Variante für das. Ja. Die bärische Variante wäre gewesen, wenn wir hier rejected wären. Ja, dann wäre das nämlich T geworden. Und ole, ich glaube, die bärische Variante ist vor 2 Tagen gestorben. Ja. Wir sind über A. Was bedeutet das? Ich würde das jetzt hier nicht microtracken, ja, weil ganz ehrlich, es wird euch wahnsinnig machen. Ja. Kleine Pullbacks rauf, runter, was auch immer. Aber da wir da über A gegangen sind,
Unser nächstes Ziel ist B. Und B bedeutet, ich würde annehmen, irgendwas zwischen 11 und 15 Dollar. Ja. Dann 0,5 Pullback. Gehe ich eher davon aus, und zwar von diesem Low hier, gehe ich davon aus, weil wir es bei A auch gemacht haben. Das könnte wahrscheinlich sogar auch länger dauern. Ja. Und dann stellt sich natürlich die Frage, brechen wir jetzt hoch oder nicht? Ja. Keine Splits, niedrige Levels, also warum nicht? Ja. Aber das schaut fantastisch aus. Genauso wie das nächste, nämlich Virgin Galactic. War auch ein Wunsch von euch. Ich weiß nicht genau wann. Ich glaube, das war auch Ende Mai, haben wir das getrackt. Könnte sein. Ja, ich glaube Ende Mai. Weiß ich nicht mehr. Könnt ihr ja nachschauen, wann ich es gemacht habe. Bearisches Tracking wäre gewesen, wir checkten hier und gehen weiter runter. Das bullische Tracking war, wenn wir diese Trendlinie brechen und vor allem, wenn wir über T gehen, ist es bullish. Fürs normale Tracking war das jetzt gerade A. Wir kommen jetzt auch gleich ins Micro-Tracking rein, aber das war A. Meiner Meinung nach könnte der Pullback schon fertig sein. So, was wäre das nächste Ziel? Und jetzt wird es langsam dumm. Ja. Erstens, Vorsicht, es ist eine komische IPO. Ja. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir das machen. Ja. Wäre die bärische Alternative. Ja. Aber wegen diesem Blödsinn hier kann ich nicht wirklich Vergleiche ziehen. Ja. Das ist das Hauptproblem bei der Sache. Aber von den Landmarks her wäre unser nächstes Ziel eigentlich 126. Wir stehen gerade bei 6 Dollar. Aber hier ist halt unser M. Ja. Selbst wenn man jetzt sagt, okay, wir sind ein bisschen konservativer und wir geben das M nur hierher, sind wir trotzdem bei 55 Dollar. Ja. Das ist zu niedrig für M, sage ich auch gleich. Und das ist zu hoch für M. Ja, es macht also Sinn hier. Vor allem, wenn man sagt, wir haben hier unser C, L, M, T. Es macht M hier einfach Sinn. Jetzt haben wir aber das Problem, wir haben einen Split hier. 1:20. Ist kein großer Split, aber es ist immer das Problem, Aktien mit Splits zu haben, weil dann wird das problematischer mit den Levels. Eins kann ich ganz sicher sagen, meiner Meinung nach, ohne Forward Split kommt sie nicht so allzeit hoch. Ihr werdet keine Aktie für 1200 Euro verkaufen. Glaube ich. Ja. Wie der Move ausschauen könnte. So. Das ist das B-Landmark von der IPO. Ja. Also ziemlich vertikal. Gut, und letztes für heute, weil das Video schon verflucht lang ist. Cosmos, weil es jemand gewünscht hat. Einer der wenigen, ich meine, wir hatten das ja schon mal, es wurde gebeten um eine Aktualisierung. Einer der wenigen Aktien, die heute nicht davon profitiert haben. Ja, von diesem riesigen Market Bounce heute. Weil es ist heute, glaube ich, trotzdem, ja, 10% runtergeknallt. Erstens, wir sind in der 20 Cent Range. Ja? Wir haben 2 Splits. Es ist, glaube ich, was ist es? Eine Bio-Company ist es? Lass mich kurz nachschauen. Ja, Pharmafirma. Gut. Es ist eine Pharmafirma. Ich kann Pharmafirmen nicht wirklich leiden. Es hat einen 33 Millionen Float. Yeah. Also einen kleinen Float. Und von den Landmarks her schaut es nicht so schlecht aus. Muss man auch dazu sagen. Wir haben unser C, wir haben unser Lower High, wir haben unseren Midpoint. Das, wie im alten Tracking, war unser T. Ich glaube, beim Original-Tracking sind wir hier schon von einem Higher Low ausgegangen, was nicht gehalten hat. Das wäre unser C, unser Lower High, Midpoint passt, T passt auch. Wir sollten hier bouncen. Ja. Schauen wir uns jetzt noch dieses T an, um ganz genau zu gehen. Dann hätten wir hier unser, hoppala,
Nein. Hätten wir unser C, unser Lower High, unser Midpoint, unser T. Sollen wir das jetzt auch noch auf dem 1-minütigen Chart tracken? C, L, M, T. Ja, ja. Sagen wir so, wir nähern uns dem Bereich an, wo ich sagen würde, es bringt nichts mehr zum Micro-Tracken. Also im besten Fall sollten wir hier ein V bekommen. Würde ich einsteigen? Ganz definitiv nein. Noch nicht. Ja. Was auch immer wir jetzt hier unten tun. Bestätigung wäre ein Higher Low. Sage ich gleich. Ja. Oder Einbruch von dieser Trendlinie hier. Ja. Einbruch von dieser Trendlinie. Also alles über 56 Cent. Ja. Weil, wer sagt, dass dieses Ding nicht bankrott geht? Wer sagt, dass dieses Ding nicht wieder einen Reverse Spread macht? Ja, derjenige, der mich gefragt hat, keine Sorge, es ist nicht in Gefahr, weil es ist noch nicht zu lange unter $1, ist wurscht. Wir sind bei 20 Cent. Der Sprung zu 10 Cent ist nicht viel. Und 10 Cent bei Nasdaq bedeutet Tschüss. Ja. Somit, ich würde bei dem auf die Bestätigung vom Higher Low oder auf den Bruch von der Trendline warten. Sollten wir bullish gehen, was wäre das Level? Nächstes ist für A über 1,42. Ja. Ob wir dann einen Pullback machen oder nicht, kann ich nicht sagen, weil der Teil fehlt uns hier. Den gibt es nicht. Danach B über $22. Pullback. Und ich glaube, das war's dann auch. Ja. Ohne Forward Split werden wir diese Trendlinie hier nicht brechen. Und ich würde sogar sagen, weil, falls diese Aktie überlebt, weil wir so ein verdammt großes L haben, dass dieser C-Punkt hier, der wird dann unser großes M. Ja? Und dann geht es wieder so weiter. Genauso wie hier. Wenn es die Aktie dann wieder überlebt, dann kommt unser großes T. Und wenn wir dann nicht irgendwann einen großartigen Ausbruch oder was auch immer haben, wird diese Aktie sterben. Ja. Aber mit diesem Reverse Splits hier gehen wir nicht über diese Linie. Ja. Bis dahin kann es ein Play sein. Ja. Ich würde nur wirklich auf das Higher Low warten. Ja. Okay, gut. War lang genug das Video für heute. Nur sei dazu gesagt, es ist nichts gestorben heute. Ja, sage ich auch mal so. Beyond schaut gut aus. DGT mussten wir umstellen. FFI hat sich am Tracking nichts geändert. HKT hat sich nichts geändert. GDC ist noch immer ein YOLO-Play. GNS ist so knapp dran zu sterben. 20 Cent hat sich nicht geändert, noch nicht. NIO schaut fantastisch aus. Oklo ist ja die abgedatete Version vom letzten Mal. GoPro, wir dürfen nicht über 74 Cent, habe ich auch schon geupdatet. Plug schaut noch immer super aus, Badbuff und Beyond schaut noch immer super aus, Riot schaut immer besser aus, C3i super, Unity super, Sava braucht noch immer den Pullback zum Higher Low. Wieder mal. Ja. EMC hat seine No-No-Line nach oben gebrochen. Ja. Nach so einem Wahnsinnstag hat sich vom Tracking außer DGT nichts geändert. Ja. Ist eigentlich eine gute Sache, würde ich sagen. Das ist scheißegal ist, was für eine Volatility man im Markt bekommt. Tracking bleibt dasselbe. Okay, wie immer, Erklärvideo hier, Playlist hier, das große Roadmap-Update-Video da dahinter. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt, hinterlasst mir ein Abo.
Und schauen wir, ob SpaceX morgen den Markt zerstört. Wir sehen uns.